Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Innovation. Die Digitalisierung von Unternehmen erreicht derzeit eine neue Phase. Während in den vergangenen Jahren vor allem neue Technologien im Mittelpunkt standen, geht es heute zunehmend um die Frage, wie sich Transformationsprojekte schneller, effizienter und gleichzeitig mit höchster Qualität umsetzen lassen. Genau darüber möchten wir heute sprechen. Ich freue mich deshalb sehr, den Gründer der Waldorf Consulting, Hanno Hoffmann, begrüßen zu dürfen. Gemeinsam werden wir einen Blick darauf werfen, wie künstliche Intelligenz das Consulting nachhaltig verändern wird, warum Geschwindigkeit künftig zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor wird und welche Chancen sich daraus sowohl für Unternehmen als auch für die Beratungsbranche ergeben. Hanno, herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank, Jasmin, dass ich heute hier sein darf. Sehr schön. Viele Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, ihre ERP-Landschaft zu modernisieren und gleichzeitig schneller auf Marktveränderungen zu reagieren. Warum ist dieses Thema gerade jetzt so relevant? Naja, wir haben ja alle schon gesehen, was in den letzten paar Monaten hinsichtlich künstlicher Intelligenz passiert ist. Und viele Unternehmen möchten natürlich auch in irgendeiner Art und Weise an dem ganzen Boom und an den neuen Möglichkeiten partizipieren. Insofern ist schon ein gewisses Momentum im gesamten Markt entstanden, auch hinsichtlich neuer Transformationsprojekte. Uns ist es als Implementierungspartner dann auch irgendwo, sich zu überlegen, ja, wie können wir unseren potenziellen neuen Kunden und auch den Unternehmen, die uns, sagen wir mal, mittlerweile schon aufgrund unserer Historie begleiten, auch in Zukunft interessante, neue, innovative Möglichkeiten bieten, um Standardsoftware eben auch möglichst dann schnell an den Markt zu bringen und zu implementieren und damit auch den maximalen Mehrwert den Kunden zu geben, die eben so ein ERP-System dann auch implementieren. Einige Unternehmen verbinden ERP-Projekte immer noch mit langen Laufzeiten, hoher Komplexität und enormem Ressourcenaufwand. Welche Herausforderungen sehen wir aktuell bei unseren Kunden besonders häufig? Ja, das ist halt eines der zentralen Themen, dass nach wie vor die Meinung vorherrscht, eine ERP-Implementierung und gerade im SAP-Umfeld ist irgendwas, was Jahre dauert, hat enormen Aufwand, ich brauche viele Berater, ich brauche Entwickler, ich brauche also eine ganze Armee von Leuten, die das implementiert und last but not least, und das ist auch einer von den limiting factors, ich brauche meinen eigenen Fachbereich, der halt Gewehr bei Fuß steht, um solche Implementierungen zu unterstützen. Der Trend ist ganz klar, man muss, und gerade, sagen wir mal, auch im SAP-Bereich, man muss den Kunden ein ERP-System viel schneller zur Verfügung stellen, als es in der Vergangenheit passiert ist, unter verschiedensten Gesichtspunkten. Die Konkurrenz im Markt macht es auch sehr schnell, das heißt, auch wir müssen schneller werden. Wir müssen dem Kunden auch die, sagen wir mal, die initiale Hürde nehmen, zu sagen, okay, die Implementierung eines SAP-Systems ist immer sehr teuer. Auch da müssen wir dran arbeiten, wie können wir das anders machen, wie können wir das, sagen wir mal, so gestalten, dass es immer noch für alle kommerziell in Ordnung ist. Also wir wollen ja nicht anfangen, sozusagen alles for free wegzugeben, das wäre wahrscheinlich auch falsch. Und dann würden wir uns fragen, was machen wir denn noch? Aber da muss man definitiv innovative Lösungen finden. Wenn man dir genau zuhört, entsteht der Eindruck, dass sich aktuell das gesamte Consulting-Business sehr verändert. Wird AI deiner Meinung nach die ERP-Beratung in den kommenden Jahren verändern? Ich bin mir sehr sicher, dass die KI eine große Rolle spielen wird in den kommenden Jahren, nicht nur im Beratungsbusiness, aber auch bei den, sagen wir mal, bei den Endanwendern, bei uns in der SAP-Beratung definitiv. Also unsere SAP-Berater werden sich auf der einen Seite mit KI intensiv beschäftigen müssen, um in Zukunft unseren Kunden auch einen Mehrwert zu bieten bei der Implementierung von KI-Prozessen. Also dahin wird sich ein Teil orientieren. Wir als SAP-Beratung werden mit Sicherheit KI sehr viel nutzen. Vor circa 12 Monaten bin ich auf eine Firma gestoßen, die hieß damals Windsurf, ja, also eine von diesen 1000 KI-AI-Startups. Die hatten einen Software-Ingenieur erfunden, der hieß damals Devin oder heißt immer noch Devin. Und der Devin ist in der Lage, selbstständig, sagen wir mal, Code zu schreiben. Und damals war der Use Case zu sagen, okay, ich schaue mir alten Code, gerade COBOL, dieses Grüne auf schwarzem Bildschirm, schaue ich mir an auf den AS400-Maschinen und ich transformiere diesen COBOL-Code in eine Cloud-Variante. Und dieser Devin, der war damals schon relativ erfolgreich. Also es war klar, dass es möglich ist, dass man einen vollkommen KI-basierten Software-Ingenieur schafft, der auch tatsächlich mit einer hohen Qualität Code generiert. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, okay, also wenn die in der Lage sind, einen Software-Ingenieur zu schaffen, dann sind wir ja wohl in der Lage, einen SAP-Berater zu schaffen. Und wie gesagt, vor 12 Monaten haben wir angefangen, unseren Junior zu entwickeln. Also wir haben verschiedene Sachen ausprobiert.
und haben auch, sagen wir mal, das Glück, dass wir bei uns in der Waldorf Consulting relativ viele schlaue Leute haben, hinsichtlich auch Entwicklung und auch KI, und haben dann tatsächlich innerhalb von 12 Monaten einen Junior-Berater erschaffen, auch mit der Hilfe von den SAP-Technologien, die es mittlerweile gibt. Also wir haben diesen Junior-Berater komplett auf dem SAP-Stack entwickelt. Also wir haben uns wirklich dafür entschieden, auch nur SAP-Technologie zu benutzen dafür, und haben natürlich zusätzlich nicht nur die SAP-Technologie, sondern auch unser eigenes Projektwissen genommen, das wir quasi jetzt aus mehreren Jahren auch Cloud-Implementierung haben das benutzt, um Junior zu trainieren. Die Magie des Ganzen liegt tatsächlich in Folgendem, und das ist auf der einen Seite very scary, auf der anderen Seite auch wahrscheinlich die nächste Evolution. Wenn man dem Junior eine Aufgabe gibt und der Junior geht ins System, also wie ein echter SAP-Junior, der geht ins System und er kommt zu dem Schluss, hier stimmt was nicht. Ich habe auf einen Knopf geklickt und irgendwas funktioniert nicht. Dann kann man in den Logfiles sehen, tatsächlich, dass Junior anfängt nachzudenken. Wir können Junior skalieren, wir können hunderte von Juniors haben, die werden sich alle im SAP-System dann austoben. Und so erhoffen wir uns quasi, dass wir all in all diese Implementierungsphasen dramatisch verkürzen können. Klingt natürlich erstmal spooky, aber auch unglaublich spannend. Ne? Ja, stimmt. Was bedeutet denn das konkret für den Wettbewerb zwischen Beratungshäusern? Ihr seid ja denen jetzt irgendwie einen Schritt voraus. Ja, das ist wohl wahr. Wir sind tatsächlich, glaube ich, gerade hinsichtlich den Fähigkeiten, die unser Junior hat, sind wir Beratungshäusern voraus. Wir werden jetzt auch, sagen wir mal, im Rahmen der zukünftigen Initiativen der SAP, gerade in der Grow Fast Initiative, werden wir Junior auch am Markt positionieren. Wir werden wahrscheinlich, und ich habe auch schon die ersten Anfragen bekommen, wir denken darüber nach, ob wir Junior nicht an andere Beratungshäuser lizenzieren. Wie bereitest du unsere Mannschaft auf diese Entwicklung vor? Eine zentrale Möglichkeit ist immer, selbst als Führungspersönlichkeit intensiv in diesen Prozessen mit dabei zu sein und auch, sagen wir mal, wie so eine Art Lighthouse im Unternehmen solche Sachen voranzutreiben. Ja, und irgendwann, also wir haben natürlich eine Weile damit gewartet, bis wir irgendwie in die Breite gegangen sind, weil wir wollten ja auch nicht jetzt irgendwie so ein besseres Skript irgendwie zur Verfügung stellen, wo uns alle auslachen, sondern wir wollten schon den Junior so bauen, dass halt jeder sagt, oh, den kann ich benutzen. Jetzt, wo wir das quasi, wo wir das entwickelt haben und wo es auch funktioniert, fangen wir an, das quasi in unsere Delivery-Mannschaft reinzutragen. Das heißt, wir machen regelmäßige Meetings und wir sagen auch, gut, wir fangen jetzt die ersten Projekte an, wir haben die Sales-Teams aufgeschlaut, sodass die in den Projekten jetzt, sagen wir mal, den Junior anbieten können aktiv, was zu einer Reduzierung des Aufwands und der Kosten dann führt. Und ja, und insofern ist es also ein konstantes Arbeiten. Auch mit Marketing hatten wir einen regen Austausch über Junior irgendwann, ne? Weil auch die SAP quasi uns gesagt hat, okay, das würde ja gut ins Grow Fast Programm passen. Insofern sind wir da jetzt und feuern aus allen Rohren und gucken, wie der Junior jetzt performt in den ersten Projekten. Dann werden wir ganz viele Learnings wieder haben, dann werden wir Feedback bekommen, was wir verbessern müssen, was noch zusätzlich an Funktionalität brauchen, und so wird der Prozess starten. Aber spätestens nach dem zweiten oder dritten Projekt wird Junior in der Lage sein, automatisiert auch dann ohne die entsprechenden Senioren gewisse Felder, gerade wenn man so einen Restricted Scope wie einen Grow Fast hat, dann selbstständig zu liefern. Kannst du vielleicht noch so verständlich für unsere Zuschauer mal beschreiben, an einem konkreten Beispiel, wie dieser Ansatz in der Praxis funktioniert mit dem Junior und welchen Mehrwert er für den Kunden konkret schaffen könnte? Ja. Wir waren immer der Meinung, dass ein reger Austausch mit intensiven Workshops irgendwie der beste Ansatz ist. Am Ende der Workshop-Phase ist es normalerweise so, dass du im SAP-Standard, also wir bewegen uns hier immer im SAP-Standard, hast du quasi eine ganze lange Liste von Requirements, die der Kunde beantworten muss, was du in diesem Workshop machst, wo du ihm im Übrigen auch sein System näher bringst, also zumindest zum Teil. Und dann hat er all die Requirements beantwortet und das ist eine lange Liste. So. Und diese lange Liste wird dann abgelegt im sogenannten Cloud ALM. Und dieser Cloud ALM ist dann die Basis, und da fängt dann Junior an. Also man stellt sich das so vor, man hat dann also wie bei ChatGPT so ein Fenster und da ist ein Prompt und da schreibt man dann rein, lieber Junior, hol dir bitte aus dem Cloud ALM vom Kunden XY die Requirements ab und fang an, Scope-Item J11 zu implementieren. So, und dann kann man sehen, dass der Junior tatsächlich ins Cloud ALM geht, für den Kunden, und guckt sich dann J11 die Requirements an und überlegt sich dann, was er zu tun hat. Und dann
tatsächlich schreibt er dann, okay, ich muss das machen. Und dann, das ist das Brain vom Junior und Juniors Brain sagt dann irgendwie den Juniors Armen, das sind dann die Agenten, pass auf, ihr geht jetzt ins System und fangt an zu implementieren, und zwar folgende Dinge. Und dann gehen die Arme los und wissen genau, okay, was sie denn implementieren müssen. Weil die haben quasi, sind in der Lage, wie ein Human, der vorm Laptop sitzt, zu verstehen, was da ihn anguckt. Also wenn du und ich uns beim SAP-System einloggen, dann haben wir halt verschiedene Masken und Fioris und Konfigurationsmöglichkeiten, und dann wissen wir ja, okay, ich muss da drauf klicken, dann muss ich darauf klicken, muss ich darauf klicken. Und das weiß der Junior auch. Und genau das Gleiche macht er auch. Und so muss man sich das vorstellen. Wenn er fertig ist, macht er einen schönen Screenshot und sagt, okay, ich bin fertig. Ist auch wichtig, damit wir diese Halluzinationen irgendwie beseitigen können, die diese KI ja ab und zu hat, ja, sondern damit auch die KI sich selber, wir nennen es den Judge, damit der Judge sagen kann, okay, alles klar, sieht gut aus, Screenshot ist in Ordnung, passt zu dem, was ich mir vorstelle, gut gemacht, Junior. Und wenn der Judge quasi zufrieden ist, dann sagt Junior, okay, ich bin fertig. Lass uns das jetzt mal noch 5 Jahre weiterspinnen. Ja. Was denkst du? Oder wir denken mal voraus, wie wird Ja. das Consulting denn in 5 Jahren unter Umständen aussehen? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, wie wird Consulting in 5 Jahren aussehen? Also ich meine, wir haben ja jetzt alle gesehen auf den Sapphire in Madrid und Orlando, dass die SAP jetzt in das sogenannte Autonomous Enterprise möchte. Die Beratungen, die ein tiefes Prozess-Know-how haben und wirklich End-to-End-Prozess-Know-how plus Mitarbeiter, die gewillt sind und in der Lage sind, KI anzuwenden, die werden definitiv weiter wachsen, die werden auch die nächsten 10, 20 Jahre überleben. Bei den Beratungen, die quasi ganz klassische Implementierung machen, da würde ich sagen, wird es schwierig. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich für das Gespräch. Es war unglaublich spannend. Ja. Ich bin gespannt, wie deine Prognosen sich Ja. in Wahrheit erfüllen werden. Ja. Und ich finde auch eins ist heute ganz deutlich geworden. Die Zukunft des ERP verändert sich nicht nur technologisch, sondern auch in der Art und Weise, wie Projekte umgesetzt werden. Geschwindigkeit, Standardisierung und intelligente Unterstützung werden künftig entscheidende Erfolgsfaktoren sein. Und genau darin sehen wir bei Waldorf Consulting eine große Chance, unsere Kunden noch erfolgreicher durch ihre Transformation zu begleiten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Talk Innovation.